30. Januar 2007. Dieses Datum hat die Furcht für die PC Master Race eingeläutet. Es war der Launch von Windows Vista. Ein System, wo viele Jahre Entwicklung dranhängen und massiv gefloppt ist. Aber war es wirklich so schlecht, wie alle behauptet haben? Das und alles mehr nach dem Intro. Gute allerseits zu einem Review zu Windows Vista hier. Ja, viele, denke ich mal, haben danach gefragt. Es ist ein System, welches einiges durchmachen musste, sowohl in der Entwicklung als auch nach dem Release. Vista war, wie viele sagen, in der Entwicklungshölle. Die Entwicklung begann noch bevor Windows XP in 2001 veröffentlicht wurde und hatte den Codenamen Longhorn gehabt. Und Vista wäre so ein Zwischenschnitt zwischen XP und Blackcomb gehandelt, wobei Blackcomb sich als Windows 7 entpuppte, war es geplant, Vista in 2003 zu veröffentlichen. Ja, aber in der Entwicklung, da ist einiges schiefgelaufen, da Microsoft selber nicht wusste, welche Funktionen sie für Windows XP oder Windows 7 integrieren sollen. Und es wurde so chaotisch, dass 2005 beschlossen wurde, die Entwicklung von Longhorn komplett auf Null zu stellen. Ihr könnt euch das so vorstellen: 4 Jahre arbeitet ihr beispielhaft an einem Buch und dann sagt euch der Verlag, ihr sollt alles von neu machen. Ja, Microsoft war bestimmt nicht gut gelaunt zu der Zeit. Wer weiß, wie viele Köpfe da gerollt sind an dem Tag. Es war sogar schon die Rede intern von Shorthorn, welches eine Zwischenversion zwischen XP und Longhorn wäre. Ja, aber Longhorn war schon gedacht als ein Zwischensystem, weswegen Shorthorn dann relativ schnell wieder verworfen wurde. Denn man hat sich dann eher darauf konzentriert, Longhorn mal fertig zu bekommen. Und interessanterweise, viele Funktionen, die eigentlich in Shorthorn Einzug gefunden hätten, sind in Windows XP dann in Service Pack 2 enthalten. Ja, aber irgendwann, da war dann der Codename dann Schnee von gestern und Longhorn war dann bekannt als Windows Vista. Ja, und ihr denkt vielleicht jetzt, okay, gehe ich entspannt in den Laden und hole mir Windows Vista. Ja, nur daraus wurde nichts. Microsoft hatte sonst immer 2 Versionen gehabt, ihre Systeme. Eine normale Konsumentenversion und eine speziell für Unternehmen und Pros. Aber Vista war da eine eigene Art, wo ich selber auch nicht durchblicke bei den ganzen 6 Versionen. Es gab Vista Starter, Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise und die Ultimate Version, welche ich hier auch habe. Aber ich frage mich dann nur, was Microsoft zu der Zeit geraucht hat, damit die das geil fanden. Und wenn ihr jetzt meint, dass Microsoft da ein Ende mit der Verwirrung macht, liegt ihr falsch. Denn das ist nur die Spitze des Eisbergs. Denn in den Hardware-Voraussetzungen hat Microsoft nicht nur neue Höhen entdeckt, aber auch viele Kunden verarscht. Windows Vista hatte empfohlene Voraussetzungen von einem 1 GHz Prozessor, 1 GB Arbeitsspeicher in der 32-Bit-Version und eine DirectX 9-fähige Grafikkarte. Dies hat gerade so ausgereicht, um wenigstens die Aero-Oberfläche darzustellen. Dazu aber später nochmal mehr. Aber Microsoft hat auch angefangen, für PC-Hersteller Aufkleber zur Verfügung zu machen, dass der PC für XP gedacht ist, aber mit Windows Vista kompatibel ist. Aber diese Anforderungen sind nur für die Mindestvoraussetzungen von Vista, die kein Aero hat, sehr instabil läuft und einfach eine Täuschung ist, da der neue Computer nicht wirklich in der Lage ist, Vista abzuspielen. Und im Gegensatz zu den Vorgängern war Vista sehr hoch in den Anforderungen. Ich habe euch mal zur Illustration ein Diagramm per Excel erstellt, welches die Mindestanforderungen von XP und Vista in entweder Megahertz, Megabyte oder Grafikpower zeigt. Damit ihr seht, dass es eine Herausforderung für jeden PC war. Und dieses Diagramm, ja, das zeigt gut, dass mit Windows Vista nicht zu spaßen war. Es ging dann sogar so weit, dass Greenpeace, eine Umweltorganisation, PC-Nutzern empfohlen hatte, im Sinne der Umwelt, den vorhandenen PC aufzurüsten, statt sich einen neuen PC zu kaufen. Wobei, nee, aber apropos Neuerungen, kommen wir mal zu den Neuerungen in Vista. Ja, denn darin sind nicht nur negative Dinge, aber auch positive Neuerungen, die man heutzutage immer noch sieht. Es kam die neue Benutzeroberfläche namens Windows Aero hinzu, welches alles wie Glas wirken ließ und Icons hat, die an die echte Gegenstände angelehnt sind. Und Fun Fact: Der Name Fruitiger Aero, der diesen Style bei den Fans beschreibt, kam eben von Windows Vista.
Und Frutiger einfach nur, weil das damals eine sehr beliebte Schriftart war. Hey, und dieses Design habe ich hier auch versucht nachzubauen an meinen Logos und so. Könnt ihr gerne abchecken. Doch nicht nur das Design war neu, es sind viele Dinge hinzugefügt worden, die ich jetzt aber mal kurz erwähne. Eingebautes Windows Update, Windows Defender, Ausführung von 32-Bit und 64-Bit Anwendungen gleichzeitig, den Spiele Explorer, Ready Boost und Superfetch, welches den Startvorgang des Systems und Anwendungen beschleunigte, die nervige Benutzerkontensteuerung, die Mini-Anwendungen und nach Ewigkeiten eine schnellere Suchfunktion, die auch Suchergebnisse bei laufender Suche mal anzeigt. Okay, das sind ja einige Neuerungen, die man heutzutage als selbstverständlich sieht, aber damals waren sie eben brandneu. Und von daher ist es jetzt absolut berechtigt, jetzt sich zu fragen, warum es denn wirklich so schlecht war. Na, der Microsoft hat da bei einer Sache noch den Bock abgeschossen. In der 64-Bit-Version von Vista waren nur digital signierte Treiber zugelassen auf dem System. Das heißt im Großen und Ganzen, dass vorhandene Treiber, die unter Windows 2000 oder Windows XP funktioniert haben, inkompatibel sind mit dem System. Und die Hersteller waren also gezwungen, für ihre vorhandenen Geräte Updates zu veröffentlichen, die dann auch für Windows Vista funktioniert haben. Und nicht jeder Hersteller hat gleich Updates daher gezaubert. Da kann es dann sein, dass zum Beispiel Drucker überhaupt nicht mehr funktionieren. Oder für die Grafikkarte, was dann sehr viel Sinn gemacht hat, da Windows Vistas Design heftig auf die GPU angewiesen ist. Also ihr merkt, der Release und die Nutzererfahrung, die waren eine reine Katastrophe. Man kann wirklich davon reden, außen hui, innen pfui. Doch hat Microsoft dagegen etwas gemacht? Ja, mit den Service Packs. Im Februar 2008 ist das Service Pack 1 an den Start gegangen, welches viele Probleme behoben hat, wie zum Beispiel für 80.000 Komponenten die Treiberbibliothek erweitert hat. Und im Mai 2009 kam das Service Pack 2, welches noch weitere Probleme behoben hat und Vista so nach und nach stabiler machten. Es war wirklich so, als ob Microsoft in der Zeit versucht hatte, die Kuh vom Eis zu holen, aber es nicht geschafft hat, da diese schon durch das Eis gebrochen ist. Denn Vista hat einen Marktanteil von maximal 25% erreicht, währenddessen Windows XP alles mit fast 80% dominiert hat. Ja, und doch, das alles war dann egal, denn im Oktober 2009 kam dann Windows 7 auf den Markt, welches ja wirklich super gelungen ist. Und es ist fast so, als wäre Windows Vista eine Beta-Version von Windows 7 gewesen und Microsoft hat ja Vista so entwickelt, dass es ein Zwischensystem ist. Und heutzutage nutzt wahrscheinlich keiner mehr Vista. Denn der Support wurde für alle Versionen im Service Pack 2 am 11. April 2017 eingestellt. Aber da hörte es nicht auf, denn im August 2020 wurde ein inoffizieller erweiterter Kernel für Vista entwickelt, der Schnittstellen vom Windows 7 Service Pack 1 beinhaltet hat, aber das ist zurzeit noch in einer Alpha-Phase. Was mich zur alles entscheidenden Frage bringt. War Vista nun wirklich so schlecht? Ich würde persönlich sagen, ja. Denn bei all dem, was ich bei der Recherche herausgefunden habe, ist wirklich komisch und überhaupt nicht gut. Und vor allem, bis ich hier überhaupt Windows Vista auf diesen ThinkPad hier zum Laufen gebracht habe, das hat schon eine Zeit lang gebraucht. Ich konnte erstmal Service Pack 1 und 2 nachpatchen, dann irgendwie die Grafiktreiber da installieren, dass ich wenigstens die Aero-Oberfläche da euch zeigen kann. Das ist... Oh. Aber auf der anderen Seite, mit dem Design von Vista, hat Microsoft echt abgeliefert. Das muss man denen auf jeden Fall lassen. Doch leider geht Windows Vista in die Geschichte ein als das schlimmste Betriebssystem vor Windows Me. Ja genau, ich mache am besten noch ein Review zu Windows Me, aber das ist für einen anderen Tag. Wenn ihr das Review oder auch andere Reviews, Kaufberatungen, Dokus und vieles weitere hier nicht verpassen wollt, dann abonniert mich doch gerne und von mir aus könnt ihr auch diese Glocke da noch anmachen. Und ansonsten, was ist denn hier los? Das sind diese Optimierungen von Vista. Die CPU ist ausgelastet auf 100%, weil der keine Grafikkarte intern hat. Alles für die Aero-Oberfläche! Aber ich frage euch mal, was haltet ihr denn über den Windows Vista? Mich interessiert es da eher mal, wer sich das System freiwillig installiert hat. Ah ja, aber sonst sag ich mal, man sieht sich.